Guten Morgen. Ich bin jetzt hier neben beim Frühstück. Und ja, es ist eine Art Bäckerei, wenn man das hier angucken darf. Kaffee kann man sich einfach frei nehmen. Das ist in Brasilien wohl sehr üblich, dass man immer, hier gibt es gesüßten Kaffee und hier gibt es sogar Milch. Super cool. Und ich habe hier so ein Sandwich mit Ei und Käse. Wird so überbacken. Ja, ich frühstücke jetzt noch fertig. Und dann muss ich gar nicht viel aufladen, denn ich habe das meiste Gepäck auf dem Motorrad gelassen. Dann kann ich einfach losballern. Ja, wir haben jetzt glaube ich 10:30 ungefähr. Wenn ich so in einer Stunde loskomme, 10:30, wäre es perfekt. Dass ich genau zur Mittagshitze auf dem Bock sitze. Aber es ist egal, es bleibt dann den ganzen Tag 40 Grad bis heute Abend, bis die Sonne untergeht. Obrigado, ciao. Also, Plan ist heute, Boa Vista zu erreichen, die letzte große Stadt im Norden Brasiliens. Wir sind jetzt schon im nördlichsten Bundesstaat Brasiliens und Boa Vista ist die Hauptstadt davon. Der Weg, es sind 100 Kilometer bis zu so einem Ort, Vila Nova irgendwas. Und dann geht die normale Straße, geht links ab und macht so einen Bogen und dann sind noch ein paar andere Städte. Es gibt aber auch dann geradeaus eine Straße, kleinere Straße. Ich will gerne die nehmen, die kleinere Straße. Ich muss aber in dem Ort mal fragen, ob die fahrbar ist oder nicht. Also Boa Vista geht jetzt nach da. Ich glaube, ja, das ist jetzt hier die Straße. Da kaufe ich mir jetzt hier was zu trinken. Das sieht auch noch Asphalt aus, aber es ist vielleicht cooler. Check ich da mal. Stelle ich mich kurz da in den Schatten. So, es ist schon wieder so warm. Also, ich habe gefragt. Beide Straßen, wie gesagt, führen nach Boa Vista. Das ist schon mal korrekt. Und ja, die andere ist die normale Straße und die sagen, hier ist aber auch mehr oder weniger Asphalt, also mais ou menos, wie man hier sagt. Also mehr oder weniger. Also diese Straße, die ich jetzt nehme, ist ein bisschen schlechter, aber scheint wohl also die waren da nicht besorgt oder so. Gut, ich nehme auf jeden Fall die, weil es ist auch so. Die andere Straße bei Ayaovaland, da sieht man ja immer, wo die Leute lang gefahren sind. Und da sind dann auch oft schon diese Abenteuerstraßen und so. Ja. Und auf dieser Route gibt es keinen einzigen Punkt bei Ayaovaland, also niemand. Deswegen, da fahre ich natürlich lang. Jetzt hier noch mein Gatorade und dann geht's los. Das sind ungefähr 250 Kilometer, die Straße.
Diese Brücken hier sind halt immer super cool. Ich suche immer Krokodile, aber ich habe noch kein einziges gesehen. Aber die sind auch sehr schwierig zu sehen. Und ja, das meiste dieser Straße ist natürlich auch asphaltiert. Aber es ist halt viel weniger Verkehr. Und es fahren hier gar keine LKWs. Die fahren halt alle auf der großen Straße, auf der anderen Straße. Ich habe euch ja schon ausführlich informiert, was die Tenere und was das Telefon bei großer Kälte macht. Hitze hatte ich auch schon, 40 Grad und so, aber was ich jetzt zum ersten Mal hatte, dass er gesagt hat, er hat alle Apps geschlossen wegen Überhitzung, kann man im Moment nicht öffnen. Ja, es ist brutal, es sind bestimmt 60 Grad in der Sonne. Aber ihr seht, es ist hier brutal schön. Es ist schön, aber es ist sehr heiß. Ist auch witzig, dass bei Google ist hier einfach überhaupt nichts eingezeichnet, aber hier sind schon ab und zu Orte, wo man auch, also ich habe eben noch mal getankt, gab eine richtige Tankstelle, nicht nur so ein Markt, wo auch irgendwie PET-Flaschen verkauft werden. Und ja, das ist jetzt, würde ich noch nicht mal als richtigen Ort bezeichnen, aber es gibt auch richtige Orte, so kleine. Aber bei Google gibt es die nicht. Hier, Tankstelle. Das ist so ein Ort, zum Beispiel. Da gibt es Märkte, Restaurants. Ne? So, jetzt bin ich wieder auf die andere Straße eingebogen. Und es war, glaube ich, eine gute Entscheidung, weil ihr seht, das hier ist so wie eine Autobahn. Und jetzt müsste gleich irgendwo Boa Vista erscheinen. Weil es gerade so gut zu den vielen 360-Grad-Aufnahmen passt, Insta360 hat einen Frühlingssale. Und zwar läuft der jetzt bis Ende des Monats, also bis 31. März. Insta360, wie der Name schon sagt, sie kommen von 360-Grad-Kameras. Die Aufnahmen aus diesem Video sind aber noch mit einer alten 360-Grad-Kamera gemacht. Ich habe die X3 und die macht deutlich bessere Aufnahmen. Apropos neues Modell, es gibt mittlerweile die X4, die ist noch geiler. Auf die gibt es jetzt 84 € Rabatt zum Beispiel. Insta360 hat aber nicht nur 360-Grad-Kameras, sondern auch die Ace Pro 2, das sind Action-Kameras. Die Go 3S, so eine mini kleine Kamera. Der Link ist in der Videobeschreibung und über meinen Link bekommt ihr dann auch noch ein extra Zubehör dazu. Könnt ihr mal reinschauen und jetzt geht's weiter mit dem Video. Also, Boa Vista, wenn mich nicht alles täuscht, die nördlichste Stadt Brasiliens. So, ich grüße aus einem Restaurant heute. Zimmer habe ich gefunden, es war nicht so einfach. Also eigenes Zimmer habe ich unter 25 € oder 20 € nicht gefunden tatsächlich. Deswegen bin ich jetzt in einem Mehrbettzimmer. Das Anwesen ist ganz schön, es gibt 2 Pools. Und so ist jetzt nicht überspektakulär, aber es ist ganz nett. Das Zimmer, ja, ist halt ein Zimmer, wo irgendwie 3 Stockbetten drin stehen. Jetzt auch nicht besonders toll, aber ist egal. Es gibt Klimaanlage, das ist gut, weil es sind da 10.000 Grad drin. Es gibt Internet und es kostet 12,50 € pro Nacht. Und jetzt, weil ich ja wieder nur gefrühstückt habe, bin ich jetzt direkt ins Restaurant gegangen. 19 Uhr macht's auf, 19 Uhr war ich hier. Und jetzt habe ich direkt ein Bier gebracht bekommen. Das wollte ich noch mal zeigen. Gibt es in Chile, glaube ich, auch. Irgendwo habe ich es schon mal vorgestellt. Das ist ein Bier und dann ist ein Salzrand und Limon, also Zitrone drin. Das ist sehr in. Und
Und ich finde, das hat irgendwas. Ist irgendwie noch schön erfrischend bei der Hitze. So, Essen ist da. Wie Reis mit Käse und Bohnen. Hier Barofa. Irgendein Salat. Yucca gebraten und Fleisch. Ja, schönen guten Morgen. Ich habe gerade eben Boa Vista verlassen. 2 Nächte war ich da. Es ist eine brutale Hitze. Es ist unglaublich. Es ist jetzt 10 Uhr morgens, sind 36 Grad. Ja, gestern waren es 40 oder so. Es ist unglaublich. Mein Plan ist es heute, nach Venezuela zu fahren. Ja, was gibt es zu Venezuela zu sagen? Irgendwie die letzten 3 Jahre war das zu. Also kaum jemand konnte rüberfahren. Auf jeden Fall jetzt fahren wieder Leute nach Venezuela. Es gibt wohl jede 10 Meter Militärkontrollen oder Polizeikontrollen. Man bekommt kein Geld oder schlecht. Man kann wohl ab und zu mit Karten zahlen, aber die Landeswährung, die ist halt so schlecht, irgendwie die will keiner. Deswegen, man muss Dollar dabei haben. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr als 1000 Dollar dabei. Und das zweite Ding ist Benzin. Also Venezuela hat irgendwie eines der größten, also riesige Erdölvorkommen, aber Benzin ist wohl schwierig. Ich habe jetzt voll getankt. Ich weiß nicht, ob dann noch mal eine Tanke kommt vor der Grenze. Ich hoffe es. Ich habe meinen 5-Liter-Kanister voll gemacht. Mehr habe ich jetzt halt nicht. Alles andere muss man dann sehen unterwegs. Es gibt bestimmt irgendeine Möglichkeit. So, ich habe im Hostel nur Kaffee getrunken. Kaffee gibt es ja oft umsonst in Brasilien. Und jetzt habe ich hier, es sind immer so kleine Farms am Rande. Hier war jetzt so eine, die verkaufen dann irgendwelche Knollen. Ihr seht es da, Kürbisse und Tapioca. Ciao. Und da habe ich jetzt so 2, wie so Zimtschnecken hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich weiß gar nicht, was da drauf war. Irgendwas Süßes halt. Gegessen für 80 Cent. Ist halt geil, selbst gemacht, ne? Von der Frau. Jetzt habe ich wenigstens mal was im Magen, das ist nicht schlecht. Es hat sich gelöst und es ist nicht mehr dicht. Ist nicht so gut. Ich werde noch mal eine Tüte drüber spannen. Sonst ist das Ding leer, bevor ich in Venezuela ankomme. Weil jetzt ist die Piste so. Besser, glaube ich. In der prallen Sonne. Clever. Okay, probieren wir es nochmal. Okay, ist ein Problem. Es hält, aber es verliert Benzin. Seht ihr das? Alles nass. Jetzt nicht viel, glaube ich. Aber Suhe geht aber nicht. Ich habe das schon gedacht, ich habe es schon gerochen, dass ich Benzin verliere. Ein bisschen was habe ich schon verloren, es war voll. Das ist auch nicht richtig.
ist immer mit diesen Scheißkanistern. Irgendwann werden die undicht. Dann hält es oben nicht mehr. Muss man sagen, der Fuel Friend, den ich hatte, 1,5 Liter. Gut, den hatte ich halt auch nie benutzt. Aber der war dicht bis zum Schluss, bis ich ihn einen Frank geschenkt habe. Weil ich gedacht habe, 1,5 Liter, was soll ich damit anfangen? Also wenn ihr einen Fuel Friend kauft, ich glaube, das ist ganz gut. Ja, Garantie für die Dichtung gibt es natürlich nicht. Es gab jetzt auch schon die ersten Schilder, wo stand Venezuela. Also die Aufregung steigt. Ist nicht dicht. Nach wie vor. Ach du Scheißen. Ja, das ist schon ganz schön. Okay. Das mit der Tüte bringt gar nichts. Das ist jetzt was, ich kann noch mal checken. So läuft halt nichts aus. Ja, doch. Doch, so läuft doch was aus. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Grenze. Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Aus dem Amazonas bin ich ja bereits raus. 3 Monate mit Peru und kurzer Aufenthalt in Kolumbien und dann Brasilien. War ich in Amazonas-Region. Spektakulär, eine eigene Welt. Auch mit den Fähren zu fahren, das ist halt was ganz Besonderes. Es ist mega anstrengend. Ja, und was kann ich zu Brasilien sagen? Ich kenne jetzt ja nur diese Region, die wohl auch etwas sehr Besonderes ist. Alles ist noch teurer hier, weil man eben diese ganzen Waren hierher karren muss mit dem Boot. Ja, Essen ist ganz gut, aber es ist alles sehr schwer, das Essen. Ich freue mich jetzt auch mal wieder was anderes zu essen. Leute sind nett. Es ist Straßen und so, das ist alles viel besser als in Peru. Ja, Natur überragend hier. Die Wasserfallgegend, eine der krassesten Geheimtipps, die ich je gesehen habe. Ist halt noch nicht so auf dem Schirm und es gibt ja tausende Wasserfälle, ihr habt es gesehen. Ja, jeden Tag 40 Grad muss nicht unbedingt sein, 30 reicht auch. Aber ich bin froh, dass ich jetzt hier in der Trockenzeit war, sonst ja, regnet es halt jeden Tag eigentlich. Regenwald eben. So, es sind jetzt noch irgendwie 3 Kilometer bis zu diesem Pacaraima, so heißt der Ort, glaube ich. Und hier steht jetzt Frontera, Grenze Brasilien, Venezuela. 50 Kilometer. Ist komisch, weil laut Google sind es nur noch bis zu meinem Hotel in Venezuela 20 Kilometer. Schauen wir mal. So, keine 3 Kilometer später ist hier wohl, ist das der Ausgang oder Forza Tarifa Segura Policia. Es kann sein, dass das der Grenzübergang ist, ich bin mir nicht sicher. Muss ich hier was machen? I don't know. Ich frage mal besser. Es fehlt mir wieder irgendein Ausgangsstempel. Ich kann hier aber einfach fahren. Also hier ist irgendwie keiner. Gut. Dann geht's weiter. Da vorne sieht es wieder aus wie eine Grenze. Ich würde halt gerne noch eine Tanke. Aber jetzt ganz ohne Benzin hier reinzufahren, wäre jetzt auch nicht so schlau. Es ist halt auch so eine Flüchtlingsgrenze, ne? Venezuela, ganz viele Flüchtlinge, wahrscheinlich sind das alles hier die Leute, die hier irgendwie stranden oder man weiß es nicht.
Frontera. Ist Gasolina? ¿Ah? Gasolina? ¿La qué? Estación Gasolina? Vale derecho. So, jetzt habe ich mir ein Gatorade und nochmal ein schönes Barret, das ich so liebe, reingezogen. Wird es ja nicht mehr geben, Gatorade schon, aber Barret nicht. Aber Gatorade Traube hatte ich auch noch nie. Sehr cool. Jetzt geht's zur Grenze. Auf Wiedersehen, Brasilien. Das haben wir jetzt Frontera. Bienvenidos Venezuela. Aha, aha, aha. Migration. Ich weiß nicht. Muss ich da hin? Venezuela. Geil. Das habe ich aber gar nicht ausgecheckt aus Brasilien. Also, ich bin irgendwie da einfach vorbeigefahren. Das geht natürlich nicht. Also, die hätten mich jetzt einfach reinfahren lassen, aber dann habe ich wieder das Problem wie in Argentinien oder wie letztes Mal in Brasilien, dass ich dann mir der Ausreisestempel fehlt, wenn ich wieder rein will. Also wieder zurück. Also es war schon mal richtig hier, aber nur den Pass auszustempeln. Und dann fragt er mich nach 15 Minuten, nachdem er da im Computer irgendwelche Sachen eingegeben hat, meinen Pass 18 Mal durchgeguckt hat, fragt er mich, ob ich Venezolaner bin. Der hier arbeitet hier an der venezolanischen Grenze. Also einen venezolanischen Pass hat er wahrscheinlich schon mal gesehen in seinem Leben. Aber naja, ist egal. Ich habe am Ende den Stempel gekriegt. Und jetzt muss ich hier Receita Federal. Alle haben gesagt, du musst auf jeden Fall Police Federal, aber ich muss jetzt hier hin das Motorrad auschecken. Weil ich habe ihm gesagt, so, ey, der hat gesagt, so, erst hast du gesagt, kannst einfach fahren. Dann habe ich so, nee, ich brauche schon hier, da ist so ein Kästchen, auschecken. Und hier, Receita Federal, sieht gut aus. Das war jetzt auch wieder, da war niemand. Bin da reingelaufen, alles, Klimaanlage läuft und so. Reingelaufen, niemand. Bin ich einmal ums Haus rumgelaufen, habe geguckt, niemand. Dann bin ich in die Büroräume rein, auch niemand. Die Computer standen da alle rum, niemand war da. Die Server und so. Ich habe jetzt nicht jede Tür aufgemacht. Bin ich rausgekommen, dann war so ein Wachmann. Also so, ja, sind Sie da reingelaufen? Also ja, es war halt niemand da. Ich wusste nicht, ob hier überhaupt jemand arbeitet. Und dann hat er mich erstmal 3-mal angeschrien und dann habe ich so, ja gut, wenn keiner da ist, was soll ich machen? Und dann kam so ein anderer Typ raus, der war da wohl doch irgendwo. Und dann kam der Typ raus, hat sich meine Papiere angeguckt und so, ich muss erstmal meine Brille holen. Brille geholt. Und dann hat er gesagt, Sie sind Deutscher. Konnte er Deutsch. Hat er Deutsch mit mir gesprochen. Wo kommen Sie her? War alles in Ordnung? Lalala. Ja, alles okay, okay. 1 Minute später, Stempel, fertig. Also, super geil. Und jetzt mache ich hier ein Foto. Normal kann natürlich hier nichts laufen. Heute ist Sonntag. Aduana, also Bike, kann man nur unter der Woche einführen. Sonntag natürlich nicht. Dann habe ich so, ja gut, ich kann jetzt aber nicht zurück nach Brasilien. Weiß ich gar nicht, habe ich denen einfach erzählt. Es könnte auch sein, dass es ein Problem ist, am selben Tag wieder einzureisen. Aber ich habe denen einfach erzählt, so, ey, soll ich hier vor der Tür schlafen? Und dann habe ich gesagt, wie wär's, wenn ich hier reinfahre und ich komme morgen zurück. Und dann hat er gesagt, ja, du kannst aber nicht weiterfahren, weil wegen den Kontrollen lassen die dich nicht durch. Und dann hat er gesagt, kannst du nur nach Santa Elena? Und dann habe ich so, ja genau, da will ich ja hin. Also fahre ich jetzt dahin. Morgen. Und die waren super nett, super nett. Also wirklich. Morgen um 9 muss ich dann wieder hier sein.
Auf jeden Fall, das ist Venezuela, Freunde. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich nicht in so eine Polizeikontrolle komme. Da muss ich ja erklären, warum ich den ganzen Scheiß nicht habe. So, witzig. Bin jetzt 3 Kilometer gefahren. Hier sieht es ganz anders aus in Venezuela. Ne? Diese Berge, Grün, Graslandschaften, Hoppingen. Wie sagt man? Da, wo die Hobbits wohnen halt. Und es ist auch gleich nur noch 32 Grad hier. Also es macht schon einen Unterschied, 40 oder 32. Und es ist 3:30 Uhr, also da in Boa Vista und so, da knallt es bis zum Ende. Oh, scheiße, da ist jetzt die Polizei. Jetzt habe ich ein Problem. Also sie haben gegrüßt und mich einfach durchfahren lassen. Das Ding ist, ich muss morgen wieder da vorbei. Das sieht halt dann immer bedrohlicher aus, wenn die da stehen, in Vollcamouflage, Maschinengewehr mit dem Finger am Abzug. 3 Stück. Aber die waren so, Buenos Tardes, Buenos Tardes. Also, guten Tag, guten Tag. Ja. Und ich, hey, hallo. Man hört halt von Venezuela immer nur diese Horrorgeschichten. So, eingecheckt, bisschen geplaudert. Das gehört ja irgendwie in dem Deutschen, der irgendwie da oben hängt auch eine deutsche Flagge, man sieht es jetzt nicht. Der hier irgendwie ausgewandert ist, weiß ich nicht. Jedenfalls ist der im Moment nicht da, denn der ist in Köln mit seiner Familie. Und aber hier ist jemand, der das quasi verwaltet. Und ich weiß nicht, ob Off-Season ist, aber da sind auch so Touren und so, sieht man das da hinter meinem Moped, die Jeeps. Aber die Touren finden im Moment nicht statt. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, jetzt Off-Season ist. Ja, es ist sehr, sehr schön. Es ist halt, das Restaurant ist auch zu und so weiter. Und es gibt hier einen Pool auch. Ich zeige das mal ein bisschen. Und ja, Los Pinos heißt es ja. Und da sind die Pinien. Genau. Schauen wir mal. Hier ist so ein kleiner Whirlpool. Und das Geile ist, ich kann hier auch nachts um 1 reingehen, hat er gesagt. Das ist völlig egal. Ja, der sieht gut aus. Hier ist ein bisschen trüb, aber das ist, ich habe das schon gesehen, als ich da in Presidente Figueiredo war. Wenn du das einen Tag nicht, die haben quasi jeden zweiten Tag mussten die das Wasser leer machen und wieder neu machen. Weil sonst ist es trüb. Also es ist nicht richtig dreckig, aber halt ein bisschen trüb. Und das ist aber nicht trüb. Da ist wahrscheinlich der Umlauf gut genug. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau. Hier sind irgendwie 2 Leute noch. Aber ich weiß nicht, ob das Gäste sind oder ob die hier wohnen. So da oben. Man sieht das wahrscheinlich nicht. Vielleicht kann ich es ranzoomen. Da oben sind 2 deutsche Flaggen. So, $15. Ist jetzt nicht so billig, aber wenn ich euch das Zimmer zeige, das ist halt schon richtig geil. Und die haben dann auch, also es gibt auch Handtuch natürlich umsonst hier und Seife und Klopapier und alles. Und es sieht richtig gut aus. Keine Klimaanlage, aber bei 30 Grad brauche ich die auch nicht. Es ist relativ kühl im Zimmer. Dann gibt es hier. Ich hoffe, es ist nicht zu windig. Ich habe jetzt den Windschutz nicht drauf. Dann habe ich gesagt, ja, will ich mitarbeiten? Ja, wir besorgen den Tisch. Haben sie mir hier einen Tisch hingestellt. Und ja, Doppelbett. Wir haben meinen Kram ausgeleuchtet. Es gibt einen Fan. Und ich habe jetzt hier mal alle Lichter angemacht, damit ich es hier zeigen kann. Badezimmer. Alles super schön. Ja. Mal in die Stadt laufen, also in das Dorf. Und da was einkaufen. Das kann ich an den Kühlschrank stellen. Und ich habe so einen Hunger. Mal gucken, was es zu essen gibt. Also, morgen dann ein bisschen spannend, wie ich es zur Grenze schaffe, meine Papiere zu bekommen. Gute Nacht. Einen schönen guten Morgen. Jetzt 9:03 Uhr. 20 Minuten bis zur Grenze. Ich hoffe, dass sie mich jetzt nicht anhalten und unter Stress machen. Ich glaube es nicht. Jetzt ist diese Frau, die die Versicherung verkauft für Venezuela, heute nicht gekommen. Und jetzt sagt er, ja, ich muss hier in Brasilien wieder zurückfahren und da die Versicherung kaufen. Aber hier natürlich in dem Dorf hat keiner irgendeine Ahnung. Ich habe jetzt hier 3 Leute gefragt. Und jetzt haben die gesagt, fahr mal hier zum Receita Federal. Also wieder zu dem, wo der Typ gestern Deutsch gesprochen hat. Stunden später bin ich jetzt wieder in Brasilien. Und das sind venezolanische Flüchtlinge.
Hier werden die aufgenommen, ein Flüchtlingscamp. Und das ist Sergio, der... Ja. Buenos dias. Hola. Buen dia. Buen dia. Bom dia. Buen dia. Und das ist Sergio. Er hat mich im Zoll, im brasilianischen, angesprochen und er ist ein Missionar. Hier gibt's immer Missionare. Und er kennt hier jeden und auch von der Obrigkeit kennt er jeden. Und dann sind wir wieder zum Hinher, hat er mit irgendwelchen Chefs von den vom Zoll gesprochen. Und jetzt, dann ist irgendwann die Frau eingetrudelt worden. Ich glaube, die haben die angerufen oder so. Die ist halt irgendwie im 6. Monat schwanger, kam dann ganz gemütlich eingetrudelt um 11:30. Und jetzt haben die Papiere fertig gemacht. Ich muss $31 zahlen. Ich habe einen riesen Aufstand gemacht, aber die haben gesagt, es ist kein Beschiss. Naja, ist egal. Ich hatte $30 dabei. $1 habe ich dann nicht mal bezahlt. Aber hier irgendwelche Flüchtlingssachen. Ja. Und ich habe gefragt, ob ich filmen darf. Nur nicht, dass es dann heißt, ich filme hier die Flüchtlinge ab. Boah, Leute, bin so müde. 5 Stunden. 5 Stunden. Meine Güte. Also, morgens früh an der Grenze zu sein, ist auf jeden Fall ein Fehler. Also 1 Stunde nach Öffnungszeit. Ich habe es nochmal voll getankt, die letzten 2 Liter rein, da war es so voll, dass ich den Deckel zugemacht habe und es ist hier so rausgelaufen. Vielen Dank an Sergio, der hat mir geholfen, sonst hätte ich wahrscheinlich nie meine Versicherung bekommen. Die Frau, die war dann auch voll nett und so, aber die kann man dann, das ist normal, wenn man halt irgendwie, ob man jetzt um 8 kommt oder um 11. Ja. Nach diesem, wie kann man das nennen, nach dieser langwierigen Prozedur gehe ich jetzt erstmal was essen. Und es steht schon hier, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Cachapa, ein typisch venezolanisches Gericht. Das sind diese Pfannkuchen. Sieht sehr gut aus. Und ich hatte eben schon einen Erdbeersaft. Hier gibt es so Säfte, Melone, irgendwas anderes und Erdbeersaft war überragend. Habe ich direkt abgezogen. Und jetzt habe ich nochmal das irgendwas anderes, was ich nicht genau weiß, was das bestellt. Und jetzt esse ich. Und damit schließe ich das Video. Wir gucken mal rein, was hier drin ist. Oh, schön Käse. Käse drauf, Käse drin. Und dann bedanke ich mich noch bei Oliver. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und dann im nächsten Video geht es los mit der Erkundung von Venezuela. Bis dahin, macht's gut, euer Ruti. Ciao, ciao. Sieht man mich überhaupt? Tschüss.